Herzlich willkommen auf dem Forum Digitale Transformation zum Thema Temperierung 4.0. Wir zeigen Ihnen am Aufbau eines Reaktorsystems an einem Lauda Integral Prozessthermostaten IN150XT, wie sie in der Produktion von biologischen Wirkstoffen, auch Bioprocessing genannt, genutzt werden kann. Entscheidend ist hier der Austausch von Daten zwischen dem Temperiersystem und der kontinuierlichen Prozesserfassung und Dokumentation, zum Beispiel über die Software C-STAR von BSSN. Diese bietet hier die Möglichkeit, entsprechende Daten aus dem kompletten Laborumfeld in dem neuen ANI-ML-Format zu visualisieren und zu verwalten. Während des Produktionsablaufes liefert der Lauda Integral Informationen zu den Temperaturen, zum Temperiermedium und zum Gerätezustand über seine Schnittstelle. Der integrierte Webserver oder die Lauda-App bieten dem Anwender die Möglichkeit, die gewonnenen Daten lokal bis weltweit sicher verschlüsselt über Desktop und mobile Endgeräte zu visualisieren. Gerade in der aktuellen Impfstoffforschung zu Covid-19, bei der eine Temperierung über mehrere Tage präzise ausgeführt werden muss, können so unterschiedlichste Standorte für ein zentrales Koordinieren und Steuern genutzt werden. Auch eine Sprachsteuerung ist möglich und bietet hierdurch noch mehr Freiheitsgrade in der Bedienung. Hey Lauda, show temperature graph. In der Bioprozesstechnik werden aber auch kleinere Temperiergeräte, wie zum Beispiel der ECO E4G, für die Kultivierung und Optimierung der Anzuchtbedingungen von Bakterienstämmen genutzt. Auch hier werden über die Schnittstelle prozessrelevante Temperierdaten an die verbundenen Endgeräte und die Dokumentationssoftware gesendet. Durch die Einbeziehung des Smart Racks der Firma Better Basics Laborbedarf wird hier der Workflow ergonomisch optimiert und so zum Beispiel die optische Dichteuntersuchung in der Durchführung erleichtert. Die Zusammenführung IoT-basierter Informationen erhöht die Effizienz und Zuverlässigkeit zur Abbildung von sicheren Prozessen weltweit. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Sie weitere Informationen möchten, wenden Sie sich doch einfach bitte an uns. Vielen Dank.